Ich kann mich noch an die Videos erinnern, wo sich Rita in großem Maß beschwert hat, weil sie keine Babyenten für ihren Ententeich dort hinten gehabt hat. Relativ kurze Zeit später habe ich ihr dann Babyenten nachbestellt und jetzt, Monate nachher, sind die Babyenten immer noch in dieser Blisterfolie verpackt und niemand greift sie an, aber wir haben ja heute auch nicht mit Rita zu tun, sondern mit ihrer Kollegin, die ihr sehr ähnlich sieht. Ich werde das meiner Kollegin definitiv weiterleiten. Ich meine, was ist das bitte für ein Verhalten? Ich kann mir jetzt da keine Ausrede vorstellen, ja, aber gut, ich werde es ihr sagen, so geht das nicht wahr? Die armen Babyenten, ich glaube, denen geht es ja auch nicht mehr so gut, wenn die da in dieser Paarverpackung da drin sind. Aber gut. Richtig. Ja, wir haben heute was anderes zu tun und zwar geht es bei uns, oder besser gesagt bei Ihnen, liebe Einwohnermeldeamtbeamtin, glaube ich, wieder um Figuren und Sie haben einen tollen neuen Notizblock, den haben wir schon mal hergezeigt. Ja, Tatsache, ich habe nicht ausgemalt, nein, ich habe Figuren platziert, ist ja ganz klar. Und ich muss sagen, wir starten mit etwas, das ich so nicht wusste, dass es das gibt. Ich habe schon von Leuten gehört, die immer etwas spotten, ja, etwas spotten. Also sie spotten nicht über andere Leute, sondern sie gucken sich da was an, ja. Könnte auch einfach ein Flugzeuggucker sein zum Beispiel, aber sie nennen sich halt Spotter, nicht wahr? Und die haben nicht nur Flugzeuge im Blick, sondern auch zum Beispiel LKW. Und jetzt haben wir so einen LKW-Gucker auch in unserer Stadt und der steht eben hier oben, lustigerweise am Bahnhof, ja. Glaubt man doch, das ist ein Zuggucker, aber nein, er ist ein LKW-Gucker, ja. Und der guckt sich da diesen LKW hier drüben an. Es ist der liebe Marv von, oder auch genannt Best of YouTuber. Und das ist halt echt ein cooler LKW hinten drauf mit diesem Buggy oder wie man das nennt. Also da muss ich schon sagen, der Mann hat natürlich Geschmack. Warum er da am Bahnhof oben steht, ich glaube einfach, damit er eine bessere Aussicht hat. Ja, von dort oben sieht er sehr gut, das glaube ich auch. Genau. Herzlich willkommen bei uns in Wild City. Herzlich willkommen. Aber der gute Marv ist sicher nicht der einzige, den Sie heute platziert haben. Liege ich damit richtig? Kommen Sie mit mir, Sie werden Ihr blaues Wunder erleben. Da gibt es natürlich noch einiges, ja. Ich würde sagen, wir machen weiter am Hauptplatz, ja, am Hauptplatz. Da stehen ja wir gerade und machen gerade ein Interview, ja, für den lokalen Radiosender. Und da sehen wir hier drüben jemanden, der sich auf den Weg macht zu uns. Und dieser liebe Zuseher von uns, ja, jetzt fällt mir schon meine Brille herunter, der hat dieses tolle Teil gebaut. Das ist ein Kinderwagenrad, oder wie man das nennt. Und das hat er extra für uns gemacht. Das ist der liebe Marius, ja. Und ich muss sagen, ich meine, so ein tolles Teil. Und er ist eben gerade am Weg zu uns und ich glaube, er will uns das dann überreichen nach unserem super Interview. Und das freut uns sehr, damit wir auch mit Tim eine Runde radeln können durch Wild City. Der ist ja hier gerade im Kinderwagen. Vielen lieben Dank, lieber Marius. Du hast uns ja sogar die Teile dafür in einem kleinen Päckchen geschickt. Wir hoffen, wir haben das Fahrrad richtig zusammengebaut, aber es ist echt eine tolle Idee und Tim wird ja vor Freude jauchzen und schreien. Der liebe Tim wird da sicher vor Freude jauchzen und schreien, weil ihm die Fahrt mit diesem Rad so gefällt. Vielen lieben Dank. Ja, ich hoffe, der dann das Rad fährt, fährt auch vorsichtig, nicht wahr? Aber das werden wir dann schon hinbekommen. Na? Gut, und dann eben, ich habe von den Guckern gesprochen. Es gibt nicht nur LKW-Gucker bei uns in der Stadt, es gibt auch Busgucker. Und dieser liebe Busgucker, der steht da eben hier oben, ja. Der schaut von oben auf diesen schönen Bus hinunter, ja. Und ich weiß nicht, ich glaube, eigentlich dürften andere Personen hier nicht einfach so raufspazieren, aber Bus Spotting Schauer, der scheut keine Mühen, damit er da einen guten Ausblick auf unsere Busse in Wild City hat. Genau, da hat er ja gerade ein schönes Exemplar vor der Linse. Definitiv. Ein Bus in Gelb und Grün. Und ich glaube, der Fahrer, der ist ja auch einer unserer Zuseher. Oh ja. Also Busse.
Also ich muss sagen, dieser Bus ist sehr, sehr beliebt, ja. Aber so soll es ja auch sein, man soll ja auch die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, ja, also das ist schon toll hier. Vielleicht auch einen Schwenk nochmal hier von dieser Seite. Ich muss schon sagen, dieses Radiostudio, das gefällt mir ja auch sehr gut. Meine Kollegin hat das gebaut, ich muss dann sagen, die hat ein Talent. Ja, die soll da auch wieder mal weiterbauen. Das ist ja innen, noch, glaube ich, noch nicht ganz komplett, wenn ich mich nicht täusche. Sie haben ja auch immer was zu bekritteln. Jetzt starten wir zuerst unten auf dem Platz. Da haben wir nämlich den Pastor Mario stehen. Ja? Sie sehen ihn da hinten. Er verkündet seine frohe Botschaft. Leider haben wir hier noch keine Kirche oder etwas Kirchenartiges. Aber er hat gesagt, sobald sich so ein Gebäude eröffnen wird, steht er auch schon drinnen und verkündet dort seine Kunde. Aber ich finde, an der frischen Luft ist es ja auch keine schlechte Idee. Und ich habe ihm auch gleich schon 2 nette Leute dazugestellt, die sich das anhören. Also ich glaube, er hat es wirklich drauf und er hat da auch gute Messages, die er da... Ja, der könnte sich ja zusammentun. Wir haben ja auch seinen Kollegen hier drüben beim Polizei. Der sieht sich ja gerade diesen Baugrund dort an und will auch eine Kirche öffnen. Vielleicht machen die das zusammen. Genau, vielleicht reden sich die zusammen. Ich kann gerne auch die Telefonnummer weitergeben. Das wäre kein Problem. Einfach bei mir melden, beim Einwohnermeldeamt. Ich habe ja alle Daten, nicht wahr? Dann bitte hinauf mit Ihnen, mein Lieber, ja? Oho. Sie müssen heute doch etwas sportlich auch sein. Zuerst ein kleiner Schwenk auf diese 2 Herren hier, ja. Die haben sich auch bei uns gemeldet. Sie möchten zu uns in die Stadt. Das ist der liebe Steinemeister, der ein Bierchen trinkt in unserer neuen Bar, die übrigens noch immer keinen Namen hat. Ich muss sagen, meine Kollegin ist wirklich... Da haben die Zuseher, glaube ich, so viele Einsendungen geschickt und sie müsste da sich mal an die Arbeit machen. Aber gut, was soll's, die Bar ist trotzdem beliebt. Wie Sie sehen, der liebe Herr Steinemeister und auch Petzenbrix, der seinen eigenen Drink mitgenommen hat in die Bar. Bring your own drinks. Ich wusste nicht, dass das erlaubt ist bei uns, aber offensichtlich. Und er genießt seinen mitgebrachten Drink bei uns. Ganz richtig, ja. Er hat uns, der liebe Patrick hat uns ein paar so gefüllte Getränkebecher mitgenommen und ich glaube auch Gläser und die sehen wirklich toll aus, wenn ihr da mal einen Blick drauf werft. Da werden wir sicher noch mehr platzieren, denn wir haben da in diesem Säckchen ein paar drinnen gehabt und ja, er trinkt sein Bierchen, er trinkt seinen Cocktail mit Thomas, dem Steinemeister, der auch ein Bierchen trinkt, so wollte ich sagen, ja. Und dadurch, dass wir ja vor kurzem erst, ich sage Ihnen, einen Besuch hatten und ich war nicht da, ja. Es war der berühmteste aller Berühmten da, es war Brick Parker da und ich nicht hier. Ich muss sagen, das ist ja ein Mann, da schmelze ich ja dahin, ja, also wenn ich den sehe. Und jetzt haben wir 2 Figuren, ja, wir haben den alten und den neuen Brick Parker und hier sehen Sie den alten, ja, also der nicht älter ist als der neue, aber Sie wissen, was ich meine. Und der ist mit der ganzen Vanille hier, ja, und Sie sehen es, seine Tochter ist hier und die tanzt hier schon, ja, bei dieser tollen Musik, auch mit einem super neuen Top, das wir aus dem Legoland mitgenommen haben, wo vorne entweder ein Pony oder ein Einhorn drauf ist. Man ist sich nicht ganz sicher, aber ich dachte, das gefällt vielleicht der Kleinen. Liebe Grüße hier auch raus an die Kleine, die ich ja leider nur meine Kollegin kennenlernen durfte, ja. Und natürlich ist auch Brick Parkers Frau hier, ja, die trinkt auch einen Cocktail. Viel Spaß der ganzen Familie. Bitte genießen Sie Ihren Aufenthalt bei uns in der Stadt. Es freut mich immer, wenn die ganze Familie dabei ist. Also das ist immer schon so schön. Ganz richtig. Hohe Prominenz hier in Wild City. Ja. Das ist wirklich ein Ort, fast schon das zweite Monaco, wo sich die Stars tummeln. Das wird, glaube ich, noch schlimmer werden. Aber wir werden sehen, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt. Jetzt kommen wir jedoch zu nicht ganz so berühmten, aber sehr, sehr, sehr lieben Leuten, ja. Und die finden sich hier vor Ollivanders.
Die haben nämlich gerade sie haben sich jeweils einen Zauberstab gekauft bei Ollivanders und ihre Freundin fotografiert sie gerade. Und das sind Theo und Chris, die sich da fotografieren lassen. Und das Foto macht die liebe Lisa. Diese 3 Freunde wollten unbedingt zu uns in die Stadt Richtung Harry Potter Land, ja. Und das lassen wir uns natürlich nicht zweimal sagen, ihr lieben 3. Ganz einen netten Brief haben wir da bekommen und da können wir natürlich nicht Nein sagen. Ja, da werden sie natürlich sofort bei uns verewigt. Naja, sofort. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, aber wir vergessen auf keine Bewerbungen. Also bitte, ihr müsst nur ein bisschen Geduld haben, wenn es noch nicht so weit war, aber es tut sich was. Ja, früher oder später werdet auch ihr in der Stadt verewigt werden. Genauso wie die 3 Lieben hier. Und das passt perfekt, denn im Harry Potter Bereich hier in der Winkelgasse wollten wir sowieso ein bisschen mehr Minifiguren stehen haben. Also das ist ein guter Platz. Allerdings, ja. Ich muss ja sagen, ich glaube, ich habe hier Katzenhaare auf meinem Shirt. Ich meine, das geht ja nicht, aber gut. Da war wohl wieder Nachbars Katze hier unterwegs. Naja, gut. Es freut mich auf jeden Fall sehr, dass Sie alle hier mit dabei waren. Ich bin froh, dass ich jetzt alle durchstreichen konnte und alle hier fertig platziert sind. Das ist immer der schönste Moment des Videos. Ja, wenn ich weiß, ich bin fertig. Wenn die Kamera endlich ausgeschaltet werden kann. Und ich endlich wieder auf die Kaffeemaschinentaste drücken kann. Denn ich muss sagen, die habe ich mir wohl mehr als verdient. Ich weiß nicht, was Sie davon halten, aber ich finde mehr als verdient. Ja, mein Kollege, haben Sie noch etwas zu sagen? Ja, ich lasse jetzt dann einen Zug fahren. Hoffentlich gefällt mir das, weiß ich noch nicht. Und dann melden wir uns für heute ab. Danke fürs Einschalten. Macht euch einen schönen Tag. Viel Spaß mit den Klemmbausteinen, die ihr gerade so rumliegen habt. Baut auch ihr was Schönes und dann bis demnächst. Der Einwohnermeldeamtbeamtin gönnen wir jetzt mal ein Päuschen. Tschüssi.